Das Projekt Recarbo vereint Experten aus den Fachgebieten Geophysik, Geochemie, Mineralogie, Bodenkunde und Fernerkundung. Ihr Ziel ist es, Technologien wie Gammastrahlenspektrometrie und Hyperspektraldaten für die regionale Charakterisierung der Eigenschaften des Oberbodens zu nutzen. Die Wirtschaft vieler Nationen hängt stark von der Qualität ihrer Böden ab. Allerdings sind Böden weltweit durch Bodendegradation gefährdet. Es gibt verschiedene Bedrohungen, die zu Bodendegradation führen, wie zum Beispiel Bodenerosion durch Wind und Wasser. Was einmal verloren ist, ist für immer verloren, denn Boden ist eine nicht erneuerbare Ressource. Auch vom Menschen verursachte Aktivitäten wie der Bergbau führen zu einer starken Bodendegradation. Nur mit hohem Aufwand und nicht in jedem Fall können degradierte Böden wieder fruchtbar werden. Der Erhalt von Böden erfordert deshalb ein umfangreiches regionales Wissen über unsere Böden. In zahlreichen Ländern fehlen jedoch Bodeninformationen oder müssen aktualisiert werden. Andererseits sind klassische Bodenuntersuchungen zeitaufwendig und kostspielig. Andreas Möller ist Bodenwissenschaftler an der BGR. Die Ableitung von Stoffgehalten in Böden wie die organische Bodensubstanz zu Fragestellungen des Boden- und Klimaschutzes ist eines seiner wissenschaftlichen Schwerpunkte. Böden sind sehr vielfältig, nicht nur in ihrer Farbe. Diese Vielfalt ist aber auch gleichzeitig eine Herausforderung in der Bodenkunde. Denn mit konventionellen bodenkundlichen Methoden können nur punkthaft und mit hohem Aufwand die Ergebnisse in die Fläche übertragen werden. Im Projekt Recarbo versuchen wir deshalb mit geophysikalischen und fernerkundlichen Methoden die Stoffeigenschaften der Böden besser in der Fläche mit weniger Aufwand erfassen zu können. Im Projekt werden deshalb mittels statistischer Techniken hyperspektrale Daten, natürliche Strahlungsmuster, geophysikalische Daten und Bodeneigenschaften auf verschiedenen Skalen miteinander korreliert. Ein Beispiel, um die Geheimnisse des Bodens zu entschlüsseln, ist die Anwendung elektromagnetischer und kernmagnetischer Resonanztechniken. Solche Geräte bieten neue Ansätze, um beispielsweise den Wassergehalt im Boden zu messen, ein wichtiger Parameter in der Bodenkunde. Hier wird der Wassergehalt mit einer sogenannten TDR-Sonde an vorgegebenen Punkten gemessen, die mit einem hochauflösenden GPS-Gerät lokalisiert werden. Der Wassergehalt wiederum wird zur Korrektur der Gammastrahlenmessungen der natürlichen Radioaktivität verwendet. Mit der Methode lässt sich der Gesamtgehalt der Elemente mit radioaktiven Isotopen im Boden bestimmen, aber auch andere Parameter wie die Textur ableiten. Malte Ips von Seeth ist Geologe an der BGR und beschäftigt sich unter anderem mit Messungen dieser natürlichen Radioaktivität in Böden und Gesteinen für bodenkundliche und geologische Fragestellungen. Die Messung der natürlichen Radioaktivität haben wir früher entweder direkt am Boden gemacht über Einzelmessungen oder vom Hubschrauber aus über große Regionen hinweg. Heute benutzen wir auch die Drohne für solche Messungen, weil damit haben wir die Vorteile beider Methoden miteinander vereint. Einerseits haben wir eine hohe Messgenauigkeit, weil wir nah an den Quellen sind, und andererseits können wir auch mit der Drohne ganze Felder auf einmal vermessen und nicht nur Einzelpunkte wie bei den Bodenmessungen. Für diese Skalenebenen wird das Gammastrahlenspektrometer an einer Drohne montiert. Das Recarbo-Projektteam lässt die Drohne entlang einer vorprogrammierten Flugroute fliegen. Das Gammasignal des Bodens wird dabei flächig durch das System aufgezeichnet und kann später als Karte dargestellt werden. Der Einfluss der Vegetation auf die Messungen ist relativ gering. Trotzdem werden die Flüge bei verschiedenen Vegetationsstadien wiederholt, um herauszufinden, wie stark die Pflanzen das Gammasignal abschwächen. Mit diesen Informationen können entsprechende Korrekturen angebracht werden und die Genauigkeit der Messungen noch erhöht werden. Lars Kohnen ist Bodenkundler an der BGR und beschäftigt sich in seiner laufenden Promotion mit der Ableitung von bodenkundlichen Parametern wie der Textur des Bodens durch Messungen der natürlichen Radioaktivität von Ackerböden. Die Stoffgehalte des Bodens korrelieren stark mit der Textur des Bodens und auch mit anderen Bodenparametern.
Und die Gammaspektrometrie misst jetzt die Stoffgehalte Kalium, Thorium und Uran. Allerdings unterliegen die gammaspektrometrischen Feldmessungen auch einer Dämpfung. Das heißt, sie repräsentieren zwar die Stoffgehalte im Boden, aber nicht in vollem Umfang. Und um dies korrigieren zu können, nehmen wir Bodenproben und messen die Stoffgehalte Kalium, Thorium und Uran eben im Labor. Und aus diesem Verhältnis können wir dann eine Korrekturfunktion entwickeln. Und mit den korrigierten gammaspektrometrischen Daten können wir dann wiederum eine Pedotransferfunktion entwickeln, um auf die Textur des Bodens rückschließen zu können. Der zweite Schwerpunkt des Projekts ist der Einsatz von Hyperspektralsensoren in verschiedenen Maßstäben, vom Labor über Feld, Drohne, Luft und Satellit. Die auf einer Drohne montierte Hyperspektralkamera liefert hochauflösende Bilder, mit deren Hilfe sich auch kleine Unterschiede im Boden erkennen lassen, etwa der Gehalt an organischem Kohlenstoff an der Oberfläche. Martin Schottlock ist Geologe und Experte für hyperspektrale Fernerkundung an der BGR. Sein Hauptarbeitsfeld ist die fernerkundliche Kartierung der räumlichen Verteilung von Mineralogie, Geologie und Oberflächenbodenparametern. Mit der hyperspektralen Fernerkundung können wir außer Distanz Minerale und CO-Gehalte an Oberflächen von Böden kartieren, detektieren und in der Fläche darstellen. Damit leisten wir einen Beitrag für die Bodenkunde zur Bewertung und zur Klassifizierung von Böden. Insbesondere diese Art von Drohnen, eine Hyperspektraldrohne, erlaubt uns schnell und effizient einzelne Schläge hoch aufgelöst, spektral als auch räumlich zu kartieren. Das Team um Martin Schottlock testet die Hightech-Drohne für den nächsten Einsatz im Gelände. Einsätze müssen gut geplant sein, damit dann bei den Messungen nichts schief geht. Zusätzlich werden mit Drohnenbildern hochauflösende digitale Geländemodelle erstellt. Diese liefern hilfreiche Zusatzinformationen zur besseren Beschreibung von Böden. Richard Mommertz fügte als Experte für Fernerkundung an der BGR die Puzzleteile zusammen. Gerade die Kombination der unterschiedlichen Methoden und Maßstabsebenen bringen einen entscheidenden Erkenntnisgewinn, sagt Mommertz. Für einen größeren Maßstab ist der BGR-Hubschrauber mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, darunter einer elektromagnetischen Sonde, die an einem langen Seil unterhalb des Hubschraubers hängt. Durch die Kombination aller Methoden, einschließlich Luft- und Fernerkundungsdaten, werden die entwickelten Pedotransferfunktionen zur Beschreibung von Bodenparametern und Bodenfunktionen auf regionaler Ebene genutzt. Hiermit stellt das Projekt Recarbo eine multiskalige Toolbox für mehrere Bodeneigenschaften bereit. Exemplarisch wird hier die Bestimmung der Bodenbeschaffenheit von Rohbodenfeldern anhand von Satellitendaten gezeigt. Die Methoden, die die BGR in Deutschland erarbeitet, sollen aber nicht nur hier bei uns zur Anwendung kommen. Vielmehr werden sie zukünftig auch in Projekte der technischen Zusammenarbeit mit Ländern in Afrika einfließen. Im Gegensatz zu Deutschland sind dort Bodeninformationen oft rar. In Kamerun arbeitet die BGR im BMZ geförderten Projekt PRESS-2 bereits daran, mit bodenkundlichen Verfahren die Lücken in den Bodeninformationen zu schließen. Lydia Kraus ist Bodenwissenschaftlerin und berät die kamerunischen Partner im Auftrag der BGR vor Ort. Dabei ist sie vor allem für die Organisation und Umsetzung der fachlichen Projektaktivitäten verantwortlich. Der Klimawandel, stetiges Bevölkerungswachstum und Interessenkonflikte bezüglich der Landnutzung sind eine der größten Herausforderungen für eine nachhaltige Raumplanung in Kamerun. Darum unterstützt die BGR seinen technischen Partner, das Agrarinstitut IRAD, bei der Gewinnung, bei der Speicherung und bei der Bereitstellung von qualitätsgesicherten Bodeninformationen für Planungsprozesse. Die Datenerhebung ist aufwendig und zeitintensiv. Und genau hierbei sollen die im Projekt Recarbo entwickelten Methoden Abhilfe schaffen. Zukünftig sollen die entwickelten fernerkundlichen und geophysikalischen Methoden zur Bestimmung von Bodeneigenschaften die Bereitstellung wichtiger Bodeninformationen für eine nachhaltige Raumplanung nicht nur in Kamerun vereinfachen. Das Wissen über den Boden unter unseren Füßen ist die Voraussetzung, dass auch zukünftige Generationen noch nachhaltig auf diesem Planeten leben können.